Ich gebe es ehrlich zu, etwas habe ich die Hose schon voll. Hört ihr das? Wirklich toll mal zu erleben, wie sich Motorradfahren damals ungefähr angefühlt haben muss. Hallo, heute fahre ich wieder das Motorrad eines Freundes. Das ist kein Test, kein Vergleich. Ich fahre einfach und erzähle euch, wie es sich anfühlt. Heute ist es eine Honda CB 1100 EX. Los geht's! Wie die Honda DAX und die Triumph T100 stammt das Bike aus Ralfs Motorradsammlung. Danke nochmal dafür. Ja, bringe ich sein Heiligtum an einem Stück wieder zurück? Ich gebe es ehrlich zu, etwas habe ich die Hose schon voll. Aber egal. Die Antwort gibt's jetzt. So, nach ein paar Kilometern auf der Honda bin ich auf jeden Fall nicht mehr ganz so angespannt wie am Anfang. Wie immer, wenn die Maschine erstmal rollt, dann ist es nur noch halb so schlimm. Und ich muss gleich am Anfang zugeben, also so ein rein Vierzylinder, der läuft schon echt geil. Nichts rappelt, nichts vibriert. Das ist alles seidenweich. Aber nicht zu verwechseln mit weich gespült, das ist was anderes. Ja, und Dampf hat das gute Stück auch. Aber etwas Drehzahl braucht sie schon dafür. Aber das probieren wir später nochmal auf einer leeren, geraden Strecke aus, nicht hier. Ich muss zugeben, klassisch aussehende Motorräder, die packen mich immer irgendwie wieder. Rundscheinwerfer, das viele Chrom, Auspuff links und rechts, Rundarmaturen, das hat irgendwie was. Die Honda, die erinnert mich an die Motorräder, die mein Vater damals fuhr und ich als kleiner Stöpke manchmal hinten drauf mitfahren durfte. Er hatte eine legendäre Güllepumpe, also die Honda CB 500. Danach hat er eine Kawasaki Z 1100 gehabt und danach eine extrem geile Z 1300 mit 6 Zylindern. Okay, gegen letztere ist das hier ein wirkliches Leichtgewicht. Wirklich toll mal zu erleben, wie sich Motorradfahren damals ungefähr angefühlt haben muss, ohne den ganzen Schnickschnack, den es heute gibt. Okay, die tolle Optik mit dem vielen Chrom und Metall, die hat seinen Preis. Das sind 258 Kilo, das ist kein Pappenstiel. Ich zumindest hatte vermutet, dass sich die CB 1100 EX eher wie ein Panzer fährt. Na gut, ganz so schlimm ist es aber dann doch nicht. Also sitzen tut man hier auf jeden Fall sehr bequem. Eine fette Sitzbank, angenehm hoher Lenker und ein entspannter Kniewinkel, das ist echt top. Ja, und wie fährt sich die Honda jetzt? Eigentlich fahre ich ja eher flott und überhole auch gern mal. Aber irgendwie verleitet mich dieses Motorrad eher zum Cruisen. Eigentlich ist das überhaupt nicht mein Fahrstil. Ich habe mich jetzt schon mehrmals dabei erwischt, geduldig hinter Autos hinterher zu fahren, die ich normalerweise schnellstmöglich überholt hätte. Okay, man kann sich mit ihnen natürlich in Kurven legen. Das macht sie tadellos. Nur, ich würde sagen, dass die Honda lieber etwas chilliger unterwegs ist. Die Landstraße ist wohl genau ihr Zuhause. Die Honda CB 1100 wurde von 2013 bis 2022 gebaut und ist wohl das letzte Motorrad mit einem neu entwickelten, wassergekühlten Vierzylindermotor gewesen. Das Design wurde damals an das der CB 750 4 angelehnt und mit zeitgemäßer Technik neu aufgelegt. Das Motorrad hat 90 PS und maximal 93 Newtonmeter und ist bei 180 km/h abgeriegelt. Gebremst wird vorne über eine 296 mm große Doppelscheibenbremse, hinten mit einer 256 mm großen Einscheibenbremse. ABS ist an Bord, mehr nicht. Alles, was nach Metall aussieht, ist auch aus Metall. Das Gewicht von 258 Kilogramm ist der Beweis dafür. Von den klassischen Stereo-Federbeinen hinten darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Allerdings, die haben einen entscheidenden Vorteil, denn das relativ weiche Fahrwerk gibt nicht jeden Schlag als Treffer ins Kreuz weiter. Was ich auf jeden Fall sehr mag, das Bike lässt sich sehr schaltfaul fahren. Also die Honda ist einfach echt schick. Anders kann man das nicht sagen. Die schönen Chromspiegel, das grüne Ziffernblatt, auch hier die gesteppte Sitzbank. Ich glaube, die hat aber Ralf, extra angeschafft. Egal. Und die hochglanzpolierten Speichenfelgen, echt eine Wucht. Hört ihr das?
Herrlich. So, jetzt muss sie doch mal etwas leiden. Mal sehen, wie es jetzt nach vorne geht. Uha, ab 7000 Umdrehungen ging es nochmal richtig nach vorne. Den Spurt auf 100 macht sie glatt im zweiten Gang. Sogar mit etwas Reserve nach oben, wenn ich da richtig auf den Drehzahlmesser geschaut habe. Leute, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das Ralf erklären soll, aber dieses Motor, das bleibt bei mir. Der Motor ist echt der Hammer. Okay, fassen wir mal zusammen. Würde ich morgen wieder mit der Honda fahren? Auf jeden Fall. Sowas von entspannt bin ich selten gefahren. Würde ich mir eine CB 1100EX kaufen? Eindeutig ja, wenn ich das Geld und den Platz dafür hätte. Ich wiederhole mich, klassische Bikes sind einfach genau mein Ding. Der Motor ist auf jeden Fall ein echtes Träumchen. Wer von euch hat auch den Sprung von einem Leichtgewicht auf so einen schweren Eisenhaufen gewagt? War es bei euch auch, Liebe, auf den eher zweiten Blick oder auf den ersten Blick? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Leute, die Honda war heute eine echte Herausforderung für mich. Wenn ihr weitere ehrliche Fahrberichte wie diesen hier sehen wollt, dann abonniert den Kanal und begleitet mich auf der Reise zu den 1000 Abonnenten. Ich freue mich riesig über jeden einzelnen von euch. Bis zum nächsten Video und tschüss.